Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Dell XPS 15 und zwar ein 7590 und ich zeige euch auch gleich, wie ihr hier an die genaue Modellnummer rankommt. Aber zuallererst stellen wir mal sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Bei dem Modell ist es so, dass die genaue Modellnummer nicht direkt auf dem Gerät mit dabei steht. Dafür gibt es aber unter dieser kleinen Abdeckung hier eine Service-Tag-Nummer. Und wenn man die auf der Dell-Webseite eingibt, kommt man so an die genaue Modellnummer heran und kann darüber dann auch in unserem Shop sehr einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät finden. Allgemein lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass man das Display hier nur komplett als Einheit tauschen kann. Das heißt, dafür muss man die ganze Unit abbauen. Bei der Tastatur ist es so, die gibt es einzeln. Dafür muss man dann allerdings wirklich komplett alles aus dem Gerät rausnehmen, auch die Platine, das Motherboard, um da ranzukommen, während das Touchpad zusammen mit dem Topcase kommt. Um das Gerät jetzt aufzuschrauben, muss man als allererstes alle Schrauben, die hier außen herum zu sehen sind, rausnehmen. Und da ist es so, das sind Torx-Schrauben und dann gibt es noch zwei Schrauben unter dieser Abdeckung hier. Genau hier. Und die beiden, das sind normale Kreuzschrauben. Und die sind auch ein bisschen länger, also die auf jeden Fall getrennt aufbewahren. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset genommen. Und das ist super praktisch. Das sind nämlich alle Aufsätze, die man so gebrauchen kann, direkt mit dabei. Und für die beiden Kreuzschrauben hier nehme ich da ein PH0. Und für die Torx-Schrauben außen herum nehme ich einen T5. Die Unterseite wird bei dem Gerät mehr oder weniger eigentlich nur von den Schrauben gehalten. Da gibt es nicht sehr viele, ich glaube sogar gar keine Einraststellen. Das heißt, sobald man die Schrauben gelöst hat, kann man die Unterseite von der Rückseite hier tatsächlich mit den Fingern eigentlich schon abziehen. Sollte man da mal nicht runterkommen, kann man auch eine Hilfe nehmen, so einen kleinen dünnen Metallgegenstand und das hier ein bisschen aufhebeln. Und da sieht man schon, das kommt einem ja also eigentlich direkt entgegen und da gibt es also gar keine Schwierigkeiten, das hier aufzubekommen. Und so sieht die Unterseite dann von innen aus und so das Gerät. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, was hier sogar auch noch extra dabei steht. Und den Stecker können wir hier drüben sehen. Und den kann man in dem Fall einfach nach hinten hin rausziehen. Und dann stellt man sicher, dass hier wirklich kein Strom mehr drauf ist. Und um den Akku jetzt auszubauen, muss man nur die Schrauben lösen, die hier alle mit M2 auch auf dem Akku selber beschriftet sind. Und dafür, je nachdem was man vorher drauf hatte, auf jeden Fall den Kreuzschraubenaufsatz PH0 nehmen. Und wenn man alle Schrauben gelöst hat, braucht man den Akku eigentlich nur noch von oben oder nach oben aus dem Gerät nehmen
und kann den dann auch tauschen. Und bei dem Akku ist es außerdem noch so, dass es den auch in einer kürzeren Variante gibt. Der geht dann nur bis hier. Und dafür hat man am Gerät selber dann noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte, die über einen Adapter, das muss man alles mit dazu kaufen, hier mit dem Mainboard verbunden wird. Oder eben natürlich auch umgekehrt, wenn man hier einen kürzeren Akku drin hat und das gar nicht braucht, kann man hier auch einen langen Akku nachrüsten. So, was können wir hier noch sehen? Neben der erwähnten 2,5 Zoll Festplatte, die hier noch Platz hätte, sehen wir direkt darüber die SSD. Da ist jetzt so ein Kühlstreifen drüber, der vom Gehäuse aus das Ganze kühlt. Wir sehen hier die beiden RAM-Slots, von denen jetzt nur einer tatsächlich bestückt ist. Dann sehen wir hier die Lüfter und den Heatsink, der die CPU und GPU kühlt. Und hier sehen wir noch das WLAN-Modul. Der RAM lässt sich wirklich super einfach tauschen. Der wird nämlich nur von den beiden Klammern an der Seite hier gehalten. Die zieht man so ein bisschen nach außen. Und dann springt der einem meistens schon wirklich entgegen. Dann muss man den nur noch aus dem Slot ziehen und kann den so eben austauschen oder eben gegebenenfalls auch bestücken. Und genau so kommt er wieder in den Slot, wird nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Und genauso einfach ist auch der Tausch der SSD. Die wird auch nur von dieser einen Schraube hier gehalten. Und sobald die draußen ist, auch hier einfach aus dem Slot ziehen. Und bei der neuen SSD kann man hier auch den Kühlstreifen einfach wieder drauf machen. Und es gibt das auch noch als verkürzte SSD mit so einer kleinen Halterung. Die funktioniert aber vom Prinzip her genauso wie die hier. Ja, und dann kommt die eben auch wieder in den Slot zurück. Das ganz nach hinten wird so ein bisschen nach unten gedrückt und dann wieder verschraubt. Und dann hat man das. Die beiden Lüfter kann man hier auch jeweils einzeln tauschen. Und die werden von diesen Schrauben hier gehalten. Und hier ist das Kabel zum Mainboard. Und auf der anderen Seite ist es so, dass man hier auch noch dieses Blech vorher abnehmen muss. Das kann man einfach nach oben hin abnehmen. Das hat hier noch so ein zweites Loch quasi dass man das hier wieder genau drauf kriegt. Und dann muss man nur noch die Schrauben vom Lüfter selber rausnehmen. Und bei dem Lüfter hier ist es so, die Schraube sitzt hier hinten so ein bisschen versteckt. Auch die muss raus. Und dann kann man den Lüfter nach oben hin aus dem Gehäuse nehmen. Genau, ich muss jetzt nur schauen, dass ich die Schraube hier nicht verliere. Genau, und dann muss man nur noch das Kabel hier rausziehen. Da würde ich nicht an den kleinen dünnen Kabeln hier greifen, sondern wirklich direkt am Stecker und den dann einfach nach hinten hin rausziehen. Und schon kann man den Lüfter tauschen. Und hier ist es auch so, je nachdem wie das Kabel hier geliefert wird, man sieht auf der einen Seite ganz gut die Kontakte und die müssen beim Wiederverbinden nach unten zeigen. Und ich mache das jetzt hier genauso, da hat man ein bisschen mehr Platz. Ich verbinde erst den Lüfter wieder, da stellt man auch sicher, dass man das nicht vergisst. Und dann legt man den Lüfter wieder auf die Gewinde und kann den verschrauben und hat das wirklich schnell erledigt. So, der Akkueinbau ist genauso einfach wie der Ausbau. Der kommt einfach wieder hier auf die Gewinde drauf. Der fällt nach unten, hat hier noch so kleine Hilfsausbuchtungen, die den genau auf der Position halten. Und dann kann man jetzt zum Beispiel, ich glaube, ich werde jetzt hier erst das Kabel wieder verbinden, ähnlich wie beim Lüfter. Dann vergisst man das nicht und kommt auch viel besser dran. Das muss nämlich auch wirklich bis ganz zum Anschlag
wieder zurück in den Stecker. Und dann kann man den Akku einfach wieder hier drauflegen, muss den nur noch verschrauben und ist damit super schnell durch. Und auf jeden Fall aufpassen, dass man nur die verbindet, wo was draufsteht. Die beiden hier sind nämlich tatsächlich die beiden Schrauben, die unter der Klappe von der Unterseite waren. Also nicht hier was reinschrauben, dann hat man nämlich am Ende ein Problem. Und dann kann man auch schon die Unterseite wieder verbinden. Und das ist hier natürlich auch mega einfach. Die muss man einfach nur wieder oben drauflegen und so ein bisschen nach unten drücken. Und wie gesagt, es gibt super wenige Einraststellen hier. Das wird hauptsächlich alles von den Schrauben gehalten. Und da auch eben die beiden längeren Schrauben unter der Abdeckung hier nicht vergessen. Und sobald man die verschraubt hat, ist man damit auch schon fertig. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.